Erstmal hallo zusammen. Ich habe ein tolles Rezept für Basler Brot von Marcel Paar und Thomas Kocht entdeckt und möchte es ausprobieren, um zu sehen, ob mein Brot noch besser wird. Ich lade dich herzlich ein, mit mir gemeinsam dieses traditionelle Schweizer Brot zu backen und zu genießen. So, wir haben jetzt 200 Gramm Wasser abgewogen, handwarm. Dazu kommt ein Weizenmehl Typ 1050, 200 Gramm. Dazu kommt 25 Gramm Sauerteig, aktiv. Das heißt, der ASG ist frisch aufgefüttert. Alternativ könnt ihr 1 Gramm frische Hefe dazugeben. Ich habe jetzt beides gemacht. So, dann mal kurz eine Info zu meinem Sauerteig. Das ist ja ein weißer, das ist ein französischer Levain. Der wird gefüttert mit T65, das ist das Baguette-Mehl von Frankreich. Also ich habe jetzt noch Hefe dazu gegeben, das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. So, dieser Vorteig wird dann für 8 bis 12 Stunden ruhen gelassen. Also ich habe es jetzt in der Küche stehen gehabt, waren es ungefähr 22 Grad. Ja, und wie Thomas und Marcel schon sagten, Brot braucht Zeit, aber es ist total einfach zu machen. Es ist easy, ihr lasst das bis morgen stehen und dann könnt ihr fast schon backen. So, das Ganze gut aufschlemme und dann abdecke unter warme Küche bei ungefähr 20-22 Grad waren es bei mir stehen lasse. So, Vorteig immer für Frische, Haltbarkeit und Geschmack. Den geben wir jetzt in unsere Schüssel rein. So, weiter geht's. Jetzt holt ihr euch eine Grammwaage und wiegt 8 Gramm Frischhefe ab. Für mich war es anfangs sehr viel, weil ich nur mit ganz kleine Menge backe, so wie 0,5 Gramm bis 0,9 Gramm. Das war jetzt für mich was ganz Neues. So, das Ganze tun wir jetzt nochmal ein bisschen aufschlemmen, dass sich das ein bisschen auflöst. So, dann geht's weiter mit 500 Gramm Weizenmehl Typ 1050. So, dazu kommen noch 300 Gramm Weizenmehl Typ 55. So, bevor ich dann jetzt anfange zu vermengen, öle ich meine Schüssel ein bisschen ein, das hatte ich jetzt vergessen gehabt, und den Haken auch. Allerdings der Haken, der jetzt bei der KitchenAid dabei ist, das ist ein anderer, den habe ich ausgetauscht, weil die normale Haken, da läuft der Teig immer hoch. Ich mache dann auch immer ein bisschen Öl dran, es hilft ein bisschen, dass der Teig nicht zu hoch läuft. So, der Marcel hat jetzt angegeben 600 Gramm Wasser, das habe ich mir abgewogen, allerdings mit Eiswürfel. Da würde ich mal anraten, nur 450 ml dazu zu geben und dann stückchenweise nachzuschütten. So, dann geht's weiter. Wir geben das eiskalte Wasser hinzu und ich peile mir dann immer eine Restmenge auf. Ich habe jetzt ein Viertel aufgehoben und ich fange dann an mit Stufe 1 und dann gehe ich über auf die Stufe 2 und knete das hoch bis 27 Grad. Also die Zeit bei mir war ungefähr 20 Minuten. Da hatte ich 27 Grad und der Teig war gut. Der Marcel hat jetzt 20 Gramm Salz angegeben und das habe ich auch benutzt und das habe ich dann so ziemlich zum Schluss hinzugegeben. Also so 10 Minuten vorher habe ich das dazugegeben, bevor es fertig war. Ja, das Salz hemmt ein bisschen die Triebkraft. Normalerweise kann man es auch, wie schon Thomas sagt, vorher dazu geben, aber ich habe mir das schon so angewöhnt, ganz zum Schluss dazu zu geben und stellt euch immer bereit nebenhin, dass ihr es seht, schon vergisst ihr das, weil Thomas vergisst es auch immer. So, da fangen wir ganz langsam an, mal auf Stufe 1, da fliegt auch das Mehl nicht raus und lassen wir das mal gemütlich laufen. Ich habe zwischendurch immer so ein bisschen die Temperatur gemessen, 20 Minuten gedauert, bis ich überhaupt mal auf 27 Grad war. Normalerweise geht es viel schneller, normalerweise bist du in 10 Minuten auf 27 Grad. Das ist halt alles temperaturabhängig, da müsst ihr euch reinfuchsen. Deswegen benutze ich dann auch Eiswürfel, um das dann zu kühlen. Ich habe die Eiswürfel mit abgewogen und dann noch Wasser dazu gegeben und bin dann auf meine Grammzahl gekommen. Also die Wassermenge ist schon ziemlich hoch, was der Marcel angegeben hat. Ich gehe dann immer von einer TA 65 aus, also das heißt 65 Gramm Wasser auf 100 Gramm Mehl. Ihr seht, das ist jetzt schon ziemlich feucht.
Ich habe dann noch das Salz hinzugegeben. Nochmal schön lang laufen gelassen. Wie ihr seht, da sind ja jetzt noch Klumpen drin. Wenn ihr also jetzt solche Klumpen drin seht, da müsst ihr kneten, weiter kneten, weiter kneten. Wenn ihr die über die 27 Grad kommt, dann eben die Maschine stehen lassen, nochmal so eine Art Autolyse machen. Das habe ich zwischendrin auch gemacht, weil ich aber jetzt zu viel Wasser hatte. Ich habe ein bisschen zu viel drin gekippt, sorry. Und okay, ich habe es dann laufen gelassen, bis es ziemlich ausgeknetet war. Es war nicht ganz optimal zum Schluss, aber ein kleiner Fensterblick habe ich gehabt und der Rest hat sich dann nochmal in der Stockgarre gegeben. Also normalerweise kann man gar keine Zeit angeben. Das kommt immer auf die Außentemperatur an, die Wassertemperatur. Wie ihr seht, ich habe ja Eisring gemacht und. Das ist alles temperaturabhängig. Da muss man sich reinfuchsen, ja. Ich habe dann irgendwann bei 27 Grad habe ich dann aufgehört, weil ich dann schon ein bisschen Angst bekommen habe. Und wie ihr seht, der Teig ist nicht optimal ausgeknetet. Der ist immer noch ein bisschen bröckelig. Gut, ich hätte ihn jetzt noch mal ein bisschen stehen lassen und dann noch mal ein bisschen kneten, dass die Temperatur runtergeht. Aber ich habe ihn dann doch so gelassen. Der Rest wird sich wahrscheinlich dann in der Stockgarre geben. Machen wir mal einen kleiner Fenstertest. Ja, ist vorhanden. Also, ich würde sagen, wir können das dann weiter bearbeiten in der Stockgarre. So, dann gleich abdecken. Ich benutze mir jetzt diese Haarnetze von Rossmann. Die sind saubillig und super gut. Wenn der Teig nach oben geht, bleibt er auch nicht dran hängen, weil du kannst auch nach oben wegziehen. Wunderbar. Ja, ich benetze die Hand immer ein bisschen mit Olivenöl. Könnt ihr auch Wasser nehmen. Also Öl ist meiner Meinung nach besser, da klebt der Teig nicht an der Hand. Und weil das immer sehr lästig. Ich habe dann nach ungefähr 45 Minuten habe ich das erste Mal Stretch and Fold gemacht, also gezogen und gefaltet. Und wie ihr seht, die Schüssel ist dafür nicht gut geeignet. Deswegen habe ich dann später nochmal umgetopft in eine Schüssel. So, jetzt zum dritten Mal. Erst war Stretch and Fold und dann haben wir jetzt hier Coil Fold. Ja, das solltet ihr machen. Und ich mache das jetzt auf alle 4 Seiten. Ja, ich drehe dann immer über die Schüssel. Da bin ich halt immer auf der gleichen Seite. Ganz sachte müsst ihr das machen. Ja, und nicht drin fallen lassen oder sonst was. Schön sachte den Teig bearbeiten. So, was ich noch dazu sagen wollte. Ihr seht ja jetzt schon, wie weit der Teig ist. Marcel sagt ja auch, wenn er so schön schwabbelig ist, wenn er wattig ist, dann ist der Teig eigentlich schon gut zum Bearbeiten. Und wie gesagt, das ist alles temperaturabhängig, da müsst ihr euch reinfuchsen. Ich hatte jetzt auch im Moment keine Zeit und bin dann einfach hingegangen und habe den Teig noch mal ein bisschen kühler gestellt. Und es sind noch mal 45 Minuten vergangen und jetzt kommen wir zur Teigbearbeitung. Es ist halt immer ein bisschen schwer von der Stockgarre raus, wann der Teig bearbeitet wird. Aber wenn er wirklich so wackelt und zeigt schon Blase, dann könnt ihr da schon anfangen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zur Teigbearbeitung. Ich habe den jetzt mal ganz leicht gemehlt unten, also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Tu das mal teile und ich habe es jetzt ähnlich gemacht wie der Marcel. Ich glaube, ich habe 4 von den kleinen Brote gemacht und dann halt noch 2 große Brote. Spielt jetzt keine Rolle, ist genau dasselbe Rezept. Also ich steche mir das jetzt ein bisschen ab und dann durch das Bearbeitung. Dann geht's weiter. Dann hole ich meine Mehldose. Ich benutze immer Roggenmehl. Könnt ihr machen, wie ihr denkt. Und tue die oben schön kräftig mit Roggenmehl einmehlen. Wie ihr seht, mir ist gerade die Dose aufgegangen. Aber halb so schlimm. Und weiter geht's. Ja, wie gesagt, jetzt kräftig oben mähle und unten nicht mähle, weil wenn ihr das nachher schleifen tut, die werden ja ein bisschen geschliffen, dass die Brote Spannung bekommen, dass sie nicht auseinanderlaufen. Und wenn ihr jetzt zu viel Mehl dran macht, unten, dann hält euch das nicht mehr zusammen. So ein wenig könnt ihr dran machen, aber nicht so viel. Und ihr habt den Vorteil, dass der Teig ein bisschen auf der Arbeitsmatte klebt und ihr bekommt da durchs Formen eine Spannung. Und ich falte die nochmal ganz kurz an und dann tue ich die ganz leicht
über die Arbeitsmatte ziehen und dann ist es schon fertig. So, dann zeige ich euch das nochmal. Also schön oben einmehlen, natürlich unten auch ein klein bisschen, aber nicht so viel. Dann lege ich das nochmal übereinander und ziehe das so ein bisschen über die Arbeitsmatte. Und das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber der Teig zieht sich stramm dadurch und bekommt seine Form. Und dann braucht er auch überhaupt keinen Topf, gar nichts. Der wird euch nicht breit laufen im Ofen, wenn ihr das alles so macht. So, dann ich benutze jetzt neuerdings Handtücher. Ja, die Leinentücher sind ja teuer, da ich Rentner bin. Und dann hebe ich die mit der Spatel rüber auf das gemälde Handtuch. Und die liegen ja dann aneinander und die bekommen ja dann eine Spannung. Und die Teiglinge müsst ihr immer gut abdecken. Das ist sehr, sehr wichtig. So, dann habe ich jetzt hier nochmal zwei größere geformt. Ein bisschen über die Arbeitsmatte ziehen, dass es stramm wird und dann ganz sachte behandeln. Ganz leicht nochmal mit den Fingern an der Seite drunter fahren und das so unten so ein bisschen rumziehen. Ja? So, wie ihr seht, wie schön ich das Backpapier wieder geschnitten habe. Ich habe jetzt noch zwei größere gemacht. Ich benutze dann immer die Spatel dazu und halt Backpapier und mein Einschub Pizzabrett und da lässt sich das am besten machen. Ich habe nur ein kleiner Backofen. Ich bin da immer ein bisschen, deswegen habe ich diese jetzt nochmal kühl gestellt, also runter auf den Boden. Da ist die Temperatur halt niedriger, so macht der Bäcker das auch. Wie ihr jetzt vielleicht beobachtet habt, ich habe die ein bisschen flach gedrückt, weil ich eigentlich ein paar Fladenbrote wollte für meine Cevapcici, die ich selbst gemacht habe. Übrigens, das Video läuft auch dann am Donnerstag, aber das waren keine Fladebrote gegeben, die sind dreimal so hoch geworden, aber trotzdem hat es sehr gut dazu geschmeckt. Ihr werdet das Ergebnis sehen, ihr werdet sehr überrascht sein. So, ich habe also als erstes den Backofen aufgeheizt auf 250 Grad und die Temperatur habe ich auch so stehen gelassen. Die Gare war jetzt ungefähr 45 Minuten, außer die anderen, die zwei große, da muss man nochmal die Backzeit dazu rechnen. Also 250 Grad durchbacke, gleich mit kaltem Wasser schwarte, Backofen schnell zumache. Immer wieder schön, wie, wenn man sieht, wie schön die hochgehen, einfach klasse. Also das sind jetzt mal diese zwei Brote, ähnlich wie jetzt bei Marcel. Und jetzt kommen wir dann zu den zwei größeren noch, die ich geformt habe. Die schiebe ich ja jetzt mal noch rein. Und mal sehen, wie die dann werden. Ich mache ja immer erfolgreich auch Pizzas. Und meine Tochter wartet immer bis auf die letzte Pizza, weil die ist clever. Weil umso länger der Backofen an ist, umso heißer wird er ja. Und das ist halt auch für die Pizza gut. Und dann hast du eben eine bessere Pizza wie die erste. So, jetzt schauen wir uns das noch an und dann kommen wir ja auch schon zum Anschnitt. Und wartet ab, ihr werdet begeistert sein. So, dann ziehen wir die mal raus. Und ich war jetzt wirklich selbst begeistert, wie hochgeschossen die sind. Also reiner Wahnsinn, schaut es euch an. Was hat das für zwei Oschis gegeben? So, also Wahnsinn, wie die hochgeschossen sind. Ich hatte sie ja schon mal angeschnitten, aber da waren sie noch ziemlich warm und dann ist der Anschnitt einfach nicht so gut. Jetzt schneiden wir die nochmal an und schauen uns das mal an. Dieselbe wie diese. Und da machen wir später auch nochmal Anschnitt. Der Anschnitt ist immer besser, wenn die mal abgekühlt sind. Die Porung öffnet sich dann und sieht besser aus. Ich habe es da diesmal ziemlich durchgebacken, dass man das Brot dann morgen nicht zu weich ist. So, da wollen wir auch mal jetzt so ein großes anschneiden. Und mal gucken, wie hier die Krume ist. Hier gibt es selbstgemachte Cevapcici.
So, also wie gesagt, ideal zum Grill. Ein bisschen Salat gemacht, das war der Rest, was man im Kühlschrank hatte. Und dann hier die Kräuterbutter drauf. Das ist so lecker. Da fällt ihr um, das ist lecker. So, dann diese selbstgemachte Cevapcici. Das Brot dazu. Ein bisschen Salat. Was braucht man dann mehr, Leute? Also alles super. Besser kann es doch nicht sein. Da kommen wir nochmal zur Knusprigkeit. Seht ihr das? So, dann schaut es euch nochmal an. Die sind jetzt abgekühlt. Das sieht natürlich jetzt ganz, ganz anders aus. Ich tue ja meine Brote selbst entwickeln, aber ich muss sagen, ich habe jetzt zum 3. Mal vom Marcel was nachgemacht. Also bis jetzt immer 100% geklappt. Schaut mal wieder vorbei. Ich sage dann mal wieder Tschüss. Danke Marcel, danke Thomas. Ciao.